Heute gucke ich mir mal ein ganz spannendes, unkonventionelles Thema an. Und zwar, wie kill ich meinen Lautsprecher am schnellsten? Ich bin Thomas, ich mache seit 2004 Car-Hi-Fi, habe schon so einige Lautsprecher kommen und gehen sehen und hatte letztes Mal tatsächlich den Fall, dass ein Kollege dieses wunderschöne Chassis vorbeigebracht hat und gesagt hat, Thomas, guck dir das mal an, irgendwas stimmt hier nicht. So habe ich das auch noch getan. Ich habe mir den Lautsprecher mal angeschaut. Er macht keine Geräusche, also wenn man hier so drauf drückt, es gibt keine Schleifgeräusche oder sonst irgendwas. Aber wenn man sich die Spule einmal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man da nicht mehr viel Kupfer, weil das ist alles schwarz und weggebrannt. Das ist nicht schön, aber wie kommt sowas? Genau deswegen mache ich jetzt das Thema hier einmal, wie killt ihr euer System, euren Lautsprecher am schnellsten? Und da müssen wir tatsächlich ein paar Lautsprechertypen unterscheiden. Weil man killt, ja klar, kann man mit genug Leistung und allem kriegt man jeden Lautsprecher tot. Aber es gibt halt so ein paar Tricks und Tipps, wie man halt einen Hochtöner am besten killt, wie man einen Mitteltöner am besten killt und auch wie man einen Subwoofer am besten killt. Warum erzähle ich euch, wie man Lautsprecher am besten killt? Eigentlich ganz einfach, einmal den Umkehrschluss, wenn ihr wisst, wie ihr den Lautsprecher am besten killt, dann versteht ihr wahrscheinlich am einfachsten auch, okay, was ihr irgendwie nicht tun solltet, damit die Systeme möglichst lange halten. Das ist ganz einfach. Einmal zur Grundlage, wirklich Haupt Basic ist Frequenzen. Also wir werden hier so ein bisschen auf weichen Frequenzen etc. auch eingehen. Und wenn man sich halt so einen Lautsprecher anschaut, also ich nehme jetzt einfach mal den hier, dann macht der, wenn man jetzt einfach 100 Hertz, einen 100 Hertz Sinuston da drauf spielt, dann macht er 100 Mal pro Sekunde eine Auf-Ab-Bewegung. Das heißt, die komplette Sinuswelle ist halt einmal hoch und runter und genau diesen Weg macht dann halt auch hier die Membran einmal rein und raus. Ja, also ganz easy. Das ist halt quasi bei 100 Hertz sind es 100 Mal pro Sekunde, dass diese Membran hoch und rein und raus geht. Das ist jetzt erstmal wirklich so die Basics-Grundlage, die wir halt irgendwie haben sollten, dass wir wissen, was denn jetzt überhaupt Hertz sind, was eine Frequenz ist. Fangen wir bei den einfachsten Lautsprechern an. Ich nehme mir mal hier so einen Hochtöner, den ich hier gerade liegen habe. Ich habe hier so einen kleinen Scanspeak-Hochtöner gerade liegen. Ein schöner kleiner Hochtöner. Der ist echt schön. Der macht Laune, der ist super. Aber wie kriege ich den am besten tot? Ich kriege den am besten tot, indem ich diesen Lautsprecher tiefe Frequenzen spielen lasse. Was meine ich mit tiefe Frequenzen spielen? Ich sag mal, selbst wenn man ihn misst oder sonst irgendwas, würde ich dem jetzt nicht unbedingt unter 1 Kilohertz noch viel spielen lassen. Aber was heißt denn jetzt viel spielen lassen? Das heißt, wenn ich jetzt bei 1 Kilohertz eine Weiche mit 6 dB mache, dann wird er immer noch sehr, sehr viele tiefe Töne kriegen. Wenn ich das natürlich bei, ich sag mal, 1,5 Kilohertz mit 48 dB Flanke rangehe, dann kommt da halt keine tiefen Töne mehr raus. Deswegen also irgendwie auf jeden Fall gucken, dass man ihn nicht so viel unter dieser 1 Kilohertz Marke belastet. Generell, je lauter man hört, desto mehr laute oder tiefe Töne sind dann natürlich auch mit da drin. Das heißt, wenn man halt wirklich laut hört, wäre vielleicht auch eine Trennung von 1 Kilohertz für so einen Hochtöner nicht gesund. Was passiert, wenn man einen Hochtöner gegebenenfalls auch ohne Weiche spielen lässt? Das heißt, dass man sagt, so Weiche, nee, habe ich vergessen, habe ich im DSP ausgemacht. Weswegen auch bei der Helix-Software zum Beispiel eine Warnung kommt, wenn man den High-Pass deaktiviert, dann kommt eine Warnung, so willst du das wirklich, das kann dein Hochtöner killen. Dann ist es einfach so, dass das sehr, sehr viel Energie in diesen Hochtöner reingeht. Und wenn man sich so anschaut, was für feine Drähtchen in diesem Hochtöner selber verbaut sind, die Membran zum Schwingen bringen, da kann einfach nicht so viel Leistung umgesetzt werden und das brennt quasi direkt durch und dann hat man halt einen toten Hochtöner, was in dem Fall wirklich sehr, sehr schade wäre und eigentlich bei jedem Hochtöner schade ist. Ich habe da hinten tatsächlich noch einen richtig, richtig günstigen Hochtöner liegen. Den werde ich wahrscheinlich mal irgendwo mal killen. Heute erstmal nicht. Nächster Schritt ist, ja, Mitteltöner. Wie kriege ich Mitteltöner am besten tot? Mitteltöner habe ich auch da. Habe gerade sogar 2 Mitteltöner da. Hier so einen kleinen Vokal-Mitteltöner und hier so ein Scanspeak-Mitteltöner. Beides Mitteltöner, schöne kleine Dinger.
Und die spielen halt in der Regel, ja, ich sag mal so von 5, also die können so ab 200, 300 können die anfangen und spielen dann ja so bis 5, 6 Kilohertz. Das ist halt so ihre Paradedisziplin, wo die halt arbeiten. Auch da ist es so, wenn wir die halt untenrum nicht begrenzen, das heißt, wenn man da sehr, sehr viel Bassenergie drauf gibt, mit Bassenergie meine ich jetzt halt irgendwas so zwischen 20 und 150 Hertz, wenn wir da ganz, ganz viel reinpumpen, dann sind die kleinen Membranen, die wir hier haben, die sind dann halt irgendwann am Ende und da ist halt auch, wenn man sich hier die Litzen anschaut, also es sind halt wirklich so Mini-Litzchen nur, die man halt hier so sieht, das ist nicht viel und ja, dann das hält einfach nicht viel aus. Deswegen auch da, ich würde jetzt halt gucken, dass ich einen kleinen Mitteltöner, also das sind jetzt halt schon 3 Zoll, glaube ich, oder 2,5 Zoll hier, so um 2 Zoll, 2,5 Zoll nicht unbedingt viel unter 150 Hertz geben. Das heißt, auch da bitte ein bisschen trennen. Aber es gibt auch eine ganz andere Möglichkeit, wie man einen Mitteltöner killt. Und zwar ist es so, wenn so ein Mitteltöner, wenn der halt wirklich viel zu hoch getrennt ist. Das heißt, wenn der eine Trennung hat, ich sage einfach mal so bei 1 Kilohertz und nur so von 1 Kilohertz bis 4 Kilohertz spielt, dann bewegt sich diese Membran hier quasi gar nicht mehr. Und der zweite Tod von einem Mitteltöner ist halt, dass er einfach durchbrennt, weil er nicht genug Kühlung hat. Weil eben durch dieses Bewegen, das heißt wirklich durch die Bewegung der Membran ist da natürlich auch eine Kühlung drin, weil die Luft sich da drin bewegt. Wenn das Ding aber wirklich nur halt in einem bestimmten Bereich relativ laut dann auch Hochton spielen soll, dann ist irgendwann die Spule auch am Ende und dann frittiert ihr auch so einen Lautsprecher relativ schnell. Deswegen gibt einem Mitteltöner bitte auch ein bisschen Mittelton zum Spielen, damit da so ein bisschen Bewegung mit reinkommt. Kommen wir zum Tieftöner. Tieftöner ist dieses Gerät hier. Also einmal in der Etage größer. Ist jetzt ein 16,5 cm und der ist durch. Das heißt, da kann ich halt machen, was ich will. Das ist nicht das Problem. Klassiker, den man halt oft sieht, oft werden so Lautsprecher einfach offen in die Tür geschraubt. Das heißt, wir haben einfach eine Tür, da wird der Lautsprecher drauf geschraubt, sodass man halt wirklich nichts davor hat. Ja, und dann passiert es leider sehr gerne mal, dass beim Aussteigen, Einsteigen oder während der Fahrt einfach mal jemand dagegen tritt. Das ist nicht schön. Das killt aber so ein Lautsprecher auch relativ schnell. Das heißt, wenn der einmal aus der Führung raus ist und so, kann man da halt Sachen schnell kaputt machen. Es gibt auch Lautsprecher, hier quasi einmal das Material, was es gar nicht verträgt, was dann halt direkt zerbricht. Das ist jetzt Carbon. Hier passiert nicht viel, wenn man da irgendwie gegenkommt. Aber es gibt halt auch Chassis, die sind da ein bisschen empfindlicher, die dann halt direkt splittern oder sonst irgendwie was. Also am besten fügt dem Lautsprecher mechanisch nicht zu und es ist sehr, sehr hilfreich, wenn da einfach ein Gitter vor ist. Zweite Möglichkeit, einen Lautsprecher, also hier so einen Tiefmitteltöner zu killen, an der Stelle tatsächlich Überlast. Ja? Das heißt, wenn man einfach zu viel Leistung auf einen Tiefmitteltöner gibt. Was heißt zu viel Leistung? Also die Lautsprecher ist halt angegeben mit einer bestimmten Leistung, die es machen kann. Und in dieser Leistung versucht dieser Lautsprecher natürlich immer hoch und runter zu gehen und irgendwo ist dann halt auch das mechanische Maximum, also quasi ein X-Max von so einem Lautsprecher. Normalerweise können wir uns so vorstellen, wenn so ein Lautsprecher ganz normal eine Sinusschwingung macht, dann sind wir noch ganz normal in der Toleranz von der Schwingspule. Das heißt, die Schwingspule ist halt immer unter Kontrolle. Wenn wir mehr Leistung darauf geben, geht das auch bei dem Lautsprecher, das ist kein Problem. Das heißt, ein Lautsprecher kann auch aus dem X-linearen Bereich rausgehen. Das heißt, dann ist so ein bisschen Taumeln dann schon da drin, aber der geht dann halt noch so ein bisschen mehr raus und mehr rein, wird ein bisschen unsauberer, killt ihn aber noch nicht direkt. Sterben tut das Ding allerdings, wenn wir halt also quasi an die X-Max-Grenzen kommen. An die X-Max-Grenzen ist, wenn halt einfach diese Sicke hier vorne, die kann einfach nicht mehr, weil das Teil halt so weit rausgeprügelt ist, dass hier quasi wirklich Ende ist und andersrum genauso, wenn das Teil einfach nur am Anschlag ist. So, ich mache das jetzt hier so, weil der Lautsprecher ist sowieso tot. Aber das nennt man dann halt auch Anschlagen. Das heißt, wenn ein Lautsprecher anschlägt, dann ist das quasi schon im Minimax, also es ist wirklich am Anschlag und dann fließt aber trotzdem noch Strom durch, den ihn noch weiter ziehen oder drücken will.
Das heißt, an der Stelle verbrennt man seine Spule relativ schnell, weil auch hier der Lautsprecher wieder keine Kühlung hat. Der versucht halt sehr, sehr viel Energie umzusetzen. Der Magnet zieht, aber der Gummi lässt den nicht quasi gehen. Ja, und dadurch entsteht an der Stelle Hitze. Hitze erhöht den Widerstand von der Spule. Das erhöht wieder die Temperatur, Hitze, Teufelskreislauf und das Ding ist irgendwann einfach durch. Das heißt, die Spule brennt ab. Die wird halt so dunkel wie hier. Und ja, irgendwann ist dann halt ein Bruch drin und dann ist gar keine Spannung, also dann ist kein Kontakt mehr da. Dann ist vorbei. Das gleiche kann man natürlich 1:1 genauso beim Subwoofer sehen. Das heißt, einen Subwoofer kann man genauso überlasten. Tieftöner und Subwoofer würde ich fast gleichsetzen an der Stelle. Das heißt, wir kriegen die Dinger natürlich mit Überspannung tot. Es gibt aber besonders im Tiefton- und Subwoofer-Bereich gibt es auch ein ganz gefährliches zweites Ding. Das nennt sich Clipping. Clipping, vielleicht schon einige von euch gehört. Wenn die Endstufe mehr Leistung erzeugen sollte, als sie kann. Ob jetzt das Eingangssignal schon klippt oder halt die Endstufe selber einfach nicht genug Strom hat, um halt die Sinuskurve, die wir im Eingang reinschieben, halt hinten verstärkt mit 2-3 kW rauszuprügeln, weil halt einfach nicht mehr genug Strom da ist, um die Sinuswelle richtig zu machen. Was passiert dann, wenn die Endstufe halt nicht mehr genug rauskriegen kann und wir ins Clipping kommen? Dann ist dieser Sinuston, den wir normalerweise haben, der ist dann abgeschnitten. Das heißt, der geht dann hoch, abgeschnitten, rund, abgeschnitten, hoch, abgeschnitten. Das heißt, wir haben einige Gleichstromanteile da drin. Gleichstromanteile bedeutet dann halt wieder für diese Membran, die geht ein Stück nach vorne, bleibt stehen, geht ein Stück nach hinten, bleibt stehen, geht ein Stück nach vorne, bleibt stehen. Stehen bleiben, hatten wir gerade schon, ist genauso wie bei der mechanischen Überlastung. Das heißt, wenn das Gummi den nicht weiterkommen lässt, aber an der Stelle ist es halt so, dass einfach das Signal nicht da ist, um ihn weiter auszulenken, sondern der schwingt aus, hält, schwingt ein, hält. Genau in diesen Positionen haben wir keine Kühlung. Wir haben Gleichstrom, der durch die Spule fließt und dann macht es irgendwann Puff, es fängt an zu stinken und der Lautsprecher ist kaputt. In der Regel haben wir die Clipping-Probleme mehr an Subwoofern, weil wir halt bei Subwoofern meistens größere Endstufen haben. Das heißt, wenn wir so eine 5 kW, 1 kW, 3 kW, was auch immer, große Endstufen an so einem Subwoofer dran haben, aber nicht die ausreichende Stromversorgung dafür haben. Das heißt, wenn wir halt eine Originalbatterie fahren, nur vorne und dann mit einem 20 mm Quadratkabel nach hinten gehen und da dann unsere 3 kW Endstufe dran haben, dann wird das mit der Spannung und mit der Lieferfähigkeit der Batterie natürlich irgendwann vielleicht eng. Das heißt, wir haben da ja nicht nur die 3 kW Subwoofer-Endstufe dran, sondern wir haben da auch nochmal unsere 1 kW Frontsystemstufe dran, 6-Kanal, keine Ahnung. Und wenn dann halt natürlich irgendwie gerade ein schönes Lied kommt mit viel Bass, der Bass braucht mit Abstand die meiste Energie. Das heißt halt so einen Hochton laut zu kriegen, ist gar kein Problem. So ein Mitteltöner, der begnügt sich auch mit 20, 30 Watt und ist dann schon verdammt laut. Also das ist nicht das Problem. Auch ein Tieftöner, der macht natürlich auch schon so ein bisschen, der braucht mehr, ja, aber wirklich mehr als 100 Watt auf einem Tieftöner ist jetzt nicht. Das ist auch für die Batterie alles gar kein Problem. Aber wenn wir dann tatsächlich 1 oder 2 große Subwoofer haben mit riesen Magneten, mit richtig bewegter Masse und dann eine 3 kW Endstufe da dran haben, die halt mit 200, 300 Ampere abgesichert ist. Diese 200, 300 Ampere sind halt schon eine Belastung für so eine Batterie. Und in dem Moment, wo dann halt der Bassschlag kommt, also wo halt Bassdrum oder sonst irgendwas, also richtig schön viel Energie gezogen wird, will das Teil natürlich seine 300 Ampere sehen. Die Batterie sagt, oh, nee, so viel habe ich gerade nicht, ich will gerade nicht. Heißt, Spannung bricht zusammen. Heißt in dem Fall, okay, unser Sinus wird einmal hart abgekattet, wir kommen ins Clipping rein. Irgendwann fängt die lustige Subwoofer-Spule an zu stinken. Dann ist schon ein erstes Indiz dafür. Ja, und wenn es, nachdem es gestunken hat, dauert es in der Regel nicht lange. Dann ist auch vorbei. Bei teuren Subwoofern lohnt es sich in der Regel, die dann halt einmal zu reconen. Das heißt, dann wird halt das komplette Ding einmal auseinandergenommen, mit einer neuen Spule neu eingesetzt. Hier bei so Lautsprechern, der Lautsprecher kostet irgendwie keine 200 Euro. Mitteltöner, der kostet jetzt hier auch nicht die Welt. Den gibt es leider nicht mehr. Das heißt, den würde ich möglichst versuchen nicht zu schrotten. Aber da gibt es natürlich Möglichkeiten,
gegebenenfalls noch was zu reparieren oder was zu ersetzen. Bei den kleinen Sachen ist es schwieriger, bei den großen Sachen ist es einfacher, weil das halt noch ein bisschen mehr Toleranz mit drin ist. Wie kann es jetzt mit den ganzen Frequenzen, weil wir sind eigentlich jetzt nur auf Leistung und Frequenzen ausgegangen, wie kann es denn jetzt eigentlich dazu kommen, dass man da irgendwie was falsch macht? Also eins, ganz klar, wenn man einfach im DSP irgendwie sich mit den Kanälen vertut und dann halt den Subwoofer denkt, der ist da, wo der Hochtöner eigentlich ist oder sonst irgendwas. Das ist schon mal ein sehr, 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 sehr schlechtes Zeichen und damit kriegt man das recht schnell gekillt. Deswegen, wenn man halt alles angeschlossen hat, einmal ganz leise und einmal die Kanäle muten, gucken, ob alles passt, dann ist in Ordnung. Aber wenn man halt wirklich einmal lauter macht, könnte es passieren, dass es schnell vorbei ist. Die andere Sache, wie man halt natürlich die falschen Frequenzen irgendwo hinkriegt, ist, wenn man eine passive Frequenzweiche nutzt, beziehungsweise eine passive Frequenzweiche nutzen sollte, keine aber angeschlossen hat. Das ist auch schon passiert und ja, da gehen leider Sachen von kaputt. Oder wenn man so eine Frequenzweiche einfach falsch anschließt. Also einem Tiefmitteltöner wird jetzt nicht stören, wenn man den an den Hochtöneranschluss anschließt. Also weil dann kommt da halt ein bisschen Hochton raus. Nicht schön, aber kommt was raus. Egal. Der Hochtöner, wenn der Tiefmitteltöner Anschluss kriegt, nicht gut. So, das war auch mein schneller Überblick, wie kriege ich am besten Lautsprecher kaputt. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu geschockt. Also man sollte natürlich darauf aufpassen, was man im DSP einstellt, wie man es einstellt. Wenn man halt wirklich nur ganz leise guckt, dann funktioniert natürlich alles. Aber es gibt zu viele Lautsprecher, die leider schon irgendwie Opfer von Falschkonfigurationen geworden sind. Ich würde immer aufpassen, wenn es komische Geräusche macht, dann ist nicht gut. Wenn es anfängt zu stinken, ist nicht gut. Einmal Verkabelung, einmal komplett testen, leise und ganz wichtig halt einmal die Weichen kontrollieren, sind die Weichen so gesetzt, wie sie sein sollten für Hochtöner und kleine Mitteltöner. Und bei den Basssachen habe ich überhaupt genug Strom, um den ganzen Spaß zu befeuern. Ansonsten wird es ganz schnell doof. Wenn man zu viel Leistung hat, dann natürlich auch ein bisschen kontrollierter rangehen und gucken, dass der Lautsprecher nicht anschlägt. Wenn er anschlägt, ist auch nicht gesund. Demnächst werden noch ein paar Videos zum Einstellen folgen. Da bin ich gerade noch dabei, da ein genaues Konzept rauszuplanen. Bis dahin guckt euch ein paar andere Videos von mir an. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis gleich.